Antje und Patricia haben eine Frage an uns gerichtet, die sich auf das Video von vor ein paar Wochen richtet. TWS Mosaik Marktscanner. Dieses Video hatte euch ja Andreas aufgenommen und euch vor einiger Zeit online gestellt. Die beiden hatten von Anfang an das Problem, als sie, wie von Andreas vorgemacht, den Scanner anlegen wollten, dass sie zwei Tabellen, wie hier zu sehen, nebeneinander hatten. Und wenn sie dann die Spalten hinzufügen wollten, dass in jeder Tabelle gemacht wurde und somit der Platz sehr, sehr eng geworden ist auf einem normalen Bildschirm. Wie ihr das ändern könnt, darum soll es in diesem Video gehen. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt, heute mit einem herzlichen Gruß aus der Hamburger City. Und bevor wir richtig durchstarten, haben wir eine Bitte. Es wäre ganz, ganz toll, wenn ihr unsere Arbeit, die wir uns zweimal die Woche für euch machen, wertschätzen könntet, indem ihr den Kanal abonniert, weiterempfehlt, den Daumen hoch anklickt und auch gerne einen Kommentar dalasst, aber bitte mit mindestens 7 Worten, sonst zählt es leider, warum auch immer, für den YouTube-Algorithmus nicht. Dafür schon mal vorab herzlichen Dank. Ach ja, und dann hatten die beiden noch eine Frage. Sie wollten gerne wissen, gibt es noch andere Wege, in diesen Marktscanner hineinzukommen? Ja, auch das ist möglich. Damit fangen wir einmal an. Andreas hatte den Weg gezeigt über hier unten das kleine Plus. Dann hier einen Namen eingeben, der für euch passt. Ich mache jetzt mal Kauderwelsch. Auf Erstellen klicken und dann hier oben links in der Ecke auf das Feld Neues Fenster. Und dann unter Allgemeine Tools findet ihr dann ziemlich unten, ziemlich weit unten Scanner und dann Mosaik Marktscanner. Das war der Weg von Andreas. Es gibt auch noch einen Weg direkt aus der Mosaikansicht. Die findet ihr hier unten links. Dann genauso wie eben auf Neues Fenster klicken und dann auch wieder wie eben allgemeine Tools und dann das vorletzte Scanner. Und hier gibt es auch wieder den Mosaik Marktscanner. Falls ihr lieber aus der klassischen TWS heraus arbeitet, auch hier gibt es die Möglichkeit. Klassische TWS findet ihr hier unten. Und dann geht ihr in diesem Fall über den Icon hier oben, Analyse Tools, und dann findet ihr hier Mosaik Marktscanner. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir im Moment haben. Okay, dann gehen wir mal zu dem anderen Problem, was die beiden hatten. Wie gesagt, die zwei Tabellen nebeneinander, das hätten Sie ganz gern untereinander, um halt mehr Platz zu generieren, um mehr Spalten einfügen zu können. Ach ja, und bevor ich vergesse, dieses Video wird von links präsentiert und ich habe auch noch eine Überraschung für euch. Direkt in der Beschreibung unter diesem Video gibt es einen Link zu Links. Wenn ihr da einmal raufklickt, dann seht ihr, welche Überraschung ich meine. Jetzt aber tatsächlich noch einmal zurück. Wenn ihr hier auf den Button Scanner bearbeiten klickt und dann auf Bibliothek, dann seht ihr, dass hier jetzt US Movers ausgewählt ist. Das ist die Standardvoreinstellung von der TWS, wenn ihr den Scanner öffnet. Und was jetzt diesen US Movers beinhaltet, das könnt ihr euch jeweils anschauen, indem ihr hier unten in der Tabelle auf US Movers klickt und dann seht ihr auch schon in der Beschreibung Dual Sorted, also zwei Tabellen und dann noch eine Beschreibung, was hier genau zu sehen ist oder nach was sortiert wurde. In diesem Fall ist Greatest Left and Right einmal negativ und einmal positiv. Das könnt ihr auch genauso machen. Einmal schauen vorab, was jetzt diese ganzen einzelnen Auswahlmöglichkeiten beinhalten, indem ihr einfach einmal raufklickt
und dann jeweils hier oben seht, was beinhaltet das denn ganz genau. Was interessant ist für den einen oder anderen, ist sicherlich auch Optionsvolumen. Ne? Display this with the highest option volume today. So, wir gehen jetzt aber nochmal zu den US-Movers zurück. Und wenn wir jetzt auf Felder und Filter klicken, dann sehen wir bei Änderung in Prozent, dass hier in der Spalte Sortieren eine Zweifachsortierung ausgewählt ist. Und das ist das, was es dazu bringt, dass hier tatsächlich diese beiden Felder nebeneinander angezeigt werden. Wir können das ändern, indem wir auf das kleine Pfeilchen klicken und dann eins der anderen drei auswählen. Jetzt will meine Maus nicht mehr. So. Unsortiert, aufsteigend, absteigend. Ich nehme jetzt einfach einmal absteigend und dann müssen wir einen kleinen Moment warten. Das muss ich jetzt neu sortieren und dann sehen wir tatsächlich, dass wir alles untereinander haben und können jetzt ohne Probleme weitere Spalten einfügen, wie Andreas das auch uns gezeigt hat in seinem Video. Platz genug haben wir jetzt auf jeden Fall. Danach brauchen wir dann nur noch fertig anklicken oder ihr drückt dann tatsächlich direkt hier nochmal auf Feld hinzufügen. So hat es ja Andreas gemacht. Ich zeige es nochmal kurz. Entweder wählt ihr hier direkt aus der Tabelle aus, indem ihr ja, die Überschrift nutzt, dann auf das Plus klickt und entsprechend auswählt, was ihr gerne haben wollt. Oder aber ihr geht direkt in das Suchfeld, die ersten Buchstaben von dem, was ihr suchen wollt, eingeben und dann zeigt euch schon das System eine Vorauswahl von dem, was es anbieten kann. Wählt aus, was ihr haben wollt und dann wird automatisch das Optionsvolumen in diesem Fall hinzugefügt und hinten eingefügt. Ihr könnt auch jederzeit die Spalten verschieben und dann einfach das nur noch einmal bestätigen, dass ihr das dann hier haben wollt. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, am Freitag kommt eine neue Folge von TradingView raus. Seid gespannt, ist wieder sehr, sehr interessant geworden. Wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir seit einiger Zeit die TradingView-Reihe ins Leben gerufen, weil sich das viele von euch gewünscht haben. Wir bringen jeden Freitag, beziehungsweise der Andreas hat das übernommen, worüber ich mich sehr freue, eine neue Folge von TradingView raus. Es wird jedes Mal ein anderes Thema geben, bis tatsächlich dann alle Punkte dieser Software, ja, abgearbeitet sind, nenne ich das jetzt mal. Wir haben inzwischen schon die Kurse, wir haben das Informationssymboltool gehabt, was sehr, sehr spannend war und vieles mehr. Ich werde euch hier dann nochmal die Playlist dafür verlinken. Denkt dran, Freitag ist es wieder soweit und jetzt wünsche ich euch einen tollen Tag. Passt auf euch und euer Geld auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.